Leute, aufgepasst, ein wichtiger Unterschied. Das hier ist ein österreichischer Politiker mit einer Fahne. Und das ist ein österreichischer Politiker mit einer Fahne. Dominik Vlasny aka Marco Pogo ist der Gründer der Bierpartei und die mischt das politische Österreich aktuell ziemlich auf. Seine Partei formuliert klare Thesen auf, ich sag mal ungewöhnliche Weise. Ob zur Freiheit des Einzelnen. Wir fordern unter anderem auch freier Wille, mehr Promille! Oder zu Arbeitnehmerrechten. Beule, Krüge, Schnappen und Abzüge! Jetzt sind so Satire- und Spaßparteien ja nichts Neues. Die gibt's in vielen Ländern. Bei uns zum Beispiel die Partei von Martin Sonneborn. Was soll das hier? Das ist keine Zirkusveranstaltung. In den Parlamenten spielen Satireparteien aber meistens keine Rolle. Bei der Bierpartei könnte das bald anders aussehen. In Umfragen zur österreichischen Nationalratswahl, also deren Bundestagswahl, kommt sie nämlich auf bis zu 12%. Und als Österreich letztes Jahr einen neuen Bundespräsidenten gewählt hat, ist Bierparteikandidat Dominik Vlasny tatsächlich Dritter geworden. Aber warum ist die Bierpartei aktuell so beliebt? Dreht sich da wirklich alles nur um Haha saufen oder ist ihre Politik Bier ernst? Und was kann sie tatsächlich politisch bewirken? Das alles klären wir jetzt. Sauf geht's! Um die Bierpartei zu verstehen, müssen wir uns kurz eine Bewegung anschauen, die ist so weit weg von klassischer Politik wie Markus Söder von einem Leben als Veganer. Es geht um Punk. Punk lehnt sich gegen jede Autorität auf, durch Kleidung, durch Musik, aber vor allem durch rebellisches Verhalten. Es ist also kein Wunder, dass die Bierpartei Österreichs zum ersten Mal in einem Punk-Song aufgetaucht ist. Und zwar von der Wiener Band Turbo Bier. Da merkt man auch direkt den anti-autoritären Vibe. Wer ich ein Politiker, bleibt sicher nichts beim Alten. Das war 2014 und offiziell gab es damals die Partei noch gar nicht, aber Farben, Logo, alles stand schon. Aber Moment mal. Woran erinnert mich dieses Logo? Anyway, 2015 hat der Sänger von Turbo Bier, Marco Pogo, dann wirklich ernst gemacht und die Bierpartei Österreichs gegründet. Dann ist erstmal ziemlich wenig passiert, bis es 4 Jahre später zu einem bedeutenden Moment in der österreichischen Politik gekommen ist. Zur sogenannten Ibiza-Affäre. Der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der rechtspopulistischen FPÖ wurde heimlich dabei gefilmt, wie er sich mit einer gefakten Oligarchennichte getroffen hat. Er hat ihr vorgeschlagen, Spenden an seine Partei zu verschleiern und Österreichs größte Zeitung zu kaufen, um die FPÖ zu pushen. Als das rauskam, ist die Koalition aus ÖVP und FPÖ zerbrochen. Und plötzlich hatte die Bierpartei ziemlich viel Futter, um gegen das politische Establishment zu schießen. Nach eingehender Betrachtung der politischen Ereignisse in unserem Lande sind wir, die Bierpartei, zu der Erkenntnis gelangt, dass das alles ein Schatz ist. Es gab Neuwahlen in Österreich. Die Bierpartei ist angetreten und hat bundesweit 0,1% geholt. Das sind nicht mal 5000 Stimmen gewesen. Scheißegal, trotz des miesen Ergebnisses hat Marco Pogo dann bekannt gegeben, dass seine Partei auch bei der Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien teilnimmt. Wir werden das Feld nicht den politischen Amateuren überlassen. In diesem Wahlkampf hat die Bierpartei dann ihre große Stärke entdeckt. Eine krasse Medienpräsenz. Marco Pogo, Spitzenkandidat der Bierpartei. Ich begrüße herzlich Dr. Marco Pogo. Marco Pogo bei uns von der Bierpartei. Hallo. Prost. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Und warum wurde ihr Spitzenkandidat überall eingeladen? Naja, die Bierpartei hat Spots wie den hier produziert. 10 Bier bitte. Für mich auch. Für mich auch. Für mich auch bitte. Außerdem war das Hauptwahlversprechen ein Bierbrunnen. Der Bierbrunnen sollte hier am Wiener Schwarzenbergplatz stehen und wir werden einfach das Wasser abpumpen und Bier einpumpen. In den Wiener Landtag hat die Bierpartei es damit nicht geschafft, aber in die Bezirksräte. 11 Mandate hat sie da aktuell. Und was soll ich sagen? Ihr Wahlkampfversprechen wurde umgesetzt. Also fast. Nachdem ihr Antrag auf einen fest installierten Bierbrunnen nicht zugelassen wurde, hat sich die Partei einen mobilen Bierbrunnen gebaut. Hier ist er, euer Bierbrunnen! Mit solchen Aktionen und zum Beispiel einem Antrag zu einem Radlerverbot in der Öffentlichkeit hat die Bierpartei Schlagzeilen gemacht. Das Spannende ist aber, neben diesen, ich sag mal, bierfixierten Forderungen machen die 11 Bezirksrätinnen und Räte
ganz normale Lokalpolitik. Auf ihrer Website findet man 120 Anträge zur Beleuchtung an Bushaltestellen, zu Parkmöglichkeiten, zu Stolpersteinen und so weiter. Das ist etwas, was man der Bierpartei von ihrem medialen Auftreten her eher nicht zugetraut hätte. Und es ist ein wichtiger Punkt. Hier verschwimmt nämlich die Grenze zwischen Satire und ernsthafter Politik. Auf der Bezirksebene wäre es unzulässig abwertend, die Bierpartei als Satirepartei zu bezeichnen, denn dazu folgt sie konkrete lokale Projekte, auch wenn sie kritisiert wird. Sie ist mal bei den Bezirksparlamentssitzungen dabei und dann mal wieder nicht. Das sagt Österreichs bekanntester Politikwissenschaftler Peter Filzmeier. Und diese Tendenz zu mehr ernsthafter Politik konnte man besonders gut im Wahlkampf zur Bundespräsidentschaftswahl vergangenes Jahr sehen. Plötzlich trat die Bierpartei nämlich so auf. Ich habe in meiner kurzen politischen Karriere gemerkt, was uns diese Demokratie alles schenken kann, wenn man darum kämpft. Punk klingt irgendwie anders und sieht auch anders aus. Dr. Dominik Vlasny trat plötzlich im Anzug auf und verteilte Wasser statt Bier auf seinen Veranstaltungen. Und ja, ihr habt richtig gehört, der Mann hat einen Doktortitel. Vor seiner Karriere als Musiker hat Dr. Vlasny in einem Krankenhaus als Arzt gearbeitet. Während der Pandemie hat er sogar Fans bei seinen Konzerten geimpft. Von der Punkkutte zur Anzugsjacke ist es aber ja ein ziemlicher Sprung. Und deshalb versucht Vlasny jetzt, die von ihm erschaffene Kunstfigur Marco Pogo vom echten Politiker zu trennen. Der Dominik Vlasny hat den Marco Pogo erfunden und der Marco Pogo hat die Bierpartei erfunden und der Marco Pogo hat dem Dominik Vlasny die Bierpartei jetzt wieder zurückgegeben. Das wirft aber die Frage auf, was will die Partei überhaupt? Ist das nur Quatsch mit Dosenbier oder entwickelt sich daraus wirklich eine ernsthafte Partei? Und wenn ja, wo steht sie politisch? Die Bierpartei ist am ehesten linksliberal zu verorten. Man kann zumindest aus Sicht der Wahlforschung und von Wählerwanderungsanalysen sagen, dass sie von SPÖ, aber auch Grünwählern Stimmen abholen kann. Sie selbst definiert sich nicht im Rechts-Links-Spektrum, aber da es kein vollständiges Programm gibt, von A wie Arbeitsmarktpolitik bis Z wie Zuwanderungspolitik, ist das inhaltsanalytisch gar nicht so einfach, was die Bierpartei eigentlich hat und wofür sie steht, außer für einen halbwegs sympathischen Parteichef. In der Satzung der Partei steht nur, sie fördere Chancengleichheit, Bildung, Umweltschutz, internationale Kooperation und eine vielfältige Gesellschaft. So oder so ähnlich würden das wahrscheinlich alle Parteien der politischen Mitte unterschreiben. Und genau das hat es Vlasny auch schwer gemacht, sich inhaltlich im vergangenen Jahr beim Präsidentschaftswahlkampf vom Amtsinhaber Alexander Van der Bellen abzusetzen. Ich hätte wahrscheinlich ähnlich gehandelt wie der Amtsinhaber. Ja, wozu braucht man sie dann? Naja, lassen Sie mich nochmal sagen, es gibt natürlich inhaltliche Überschneidungen. Ja? Wir sprechen da von aber relativ normalen Zugängen zu Themen, wie zum Beispiel dem Klimaschutz. Klimaschutz, Kinderarmut, Gender Pay Gap, das sind nur ein paar Themen, die Vlasny plakatiert hat. Dazu gab es aber quasi keine konkreten Forderungen, sondern nur den Aufruf, red mal drüber. Fairerweise muss man sagen, ein Bundespräsident kann bei diesen Themen sowieso nicht mehr machen, als drüber reden. Für den Erfolg der Bierpartei scheinen Inhalte aber auch keine große Rolle zu spielen. Der Hauptgrund für den Zuspruch der Bierpartei hat mit der Partei selbst sehr wenig bis gar nichts zu tun. Es ist einfach die Verdrossenheit über etablierte Parteien und über klassische Politikertypen so groß, dass jeder, der irgendwie anders auftritt, eine Chance hat. Der Gründer und Chef der Bierpartei, Dominik Vlasny, ist einerseits studierter Mediziner, also Arzt, andererseits tritt er als Rockmusiker und als Künstler auf. Na, irgendwie anders ist das auf jeden Fall. Kann man wohl so sagen. Dominik Vlasny wirkt nicht wie ein klassischer Politiker. Okay, natürlich habe ich mal einen Joint geraucht, ja. Ist eine illegale Droge, oder? Ja. Also doch? Ist schon länger her, ja. Nur einmal. Vielleicht auch zweimal. Dieser Ausschnitt aus einem Interview ist viral gegangen und wenn man mal ehrlich ist, dann wird hier noch ein zentraler Inhalt der Bierpartei angesprochen. Drogen. In Bier ist Alkohol, Alkohol ist eine Droge und bei einer repräsentativen Befragung für das Gesundheitsministerium kam raus, dass in Österreich etwa 370.000 Menschen als alkoholabhängig eingestuft werden können. Das sind grob 5% der Bevölkerung. Erst im Oktober hat die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen ihre Empfehlungen zum richtigen Umgang mit Alkohol angepasst. Sinngemäß heißt es da, sowas wie gesunden Alkoholkonsum gibt es nicht. Egal wie viel man trinkt, es ist immer gut, den eigenen Alkoholkonsum zu reduzieren. Als Mediziner kennt Vlasny die Problematik natürlich. Trotzdem sagt er, man kann Bier gut finden, man kann gern mit Freunden im Gasgarten sitzen und ein Krügerl trinken und man kann Alkoholismus fürchterlich finden. Und wir haben auch in unserer politischen Arbeit auf Bezirksebene
Anträge gestellt zur besseren Kommunikation von Suchthilfeeinrichtungen. Das steht halt im krassen Widerspruch zu Slogans wie "Es muss nicht immer ein Rausch sein, man kann auch mit 12 Bier Spaß haben" und dem Kampagnenmotto "Make Wien dicht again". An dem Thema zeigt sich ganz gut der Spagat, den Vlasny und seine Bierpartei mittlerweile versuchen. Auf der einen Seite Satire, auf der anderen Seite werden immer mehr auch ernste Themen angesprochen. Vielleicht kommt euch die Entwicklung auch ein bisschen bekannt vor. Wenn man in Deutschland an eine Satirepartei denkt, dann kommt einem safe in erster Linie die Partei in den Sinn. Und auch die hat, um sich zu etablieren, auf ein Markenzeichen gesetzt. Bei ihr war das zum Beispiel dieser befremdlich autoritäre Touch mit den grauen Anzügen, roten Krawatten und den Armbinden. In anderen Parteien sind das wieder andere kulturelle Elemente, wo man anknüpfen kann. Aber auch solche Parteien, satirisch, Spaßpartei, Anderssein, neue Parteien, brauchen natürlich irgendeine Marke, die auch zur Aufmerksamkeit führt. Satireparteien knüpfen natürlich an irgendeiner Eigenart des jeweiligen Landes und damit manchmal auch der Politik an. Vielleicht wissen es einige von euch schon gar nicht mehr. Die Partei gibt es immerhin schon seit knapp 20 Jahren. Am Anfang war sie in erster Linie mit einer Forderung unterwegs. Sie wollte die Mauer wieder aufbauen. Mit der Mauer! Im Laufe der Jahre ist sie dann immer bekannter geworden, hat immer mehr Themenfelder satirisch kommentiert und sogar Promi-Kandidaten wie Nico und Maxim von KIZ und den Comedian Serdar Somuncu an den Start gebracht. Zur nächsten Europawahl 2024 soll jetzt die Autorin Sibylle Berg antreten. Und die Partei hatte durchaus schon einige Erfolge zu feiern. Seit 2014 ist Parteichef Sonneborn im Europaparlament vertreten. Werte, 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 Poperte. Bei der Europawahl 2019 hat die Partei dann stabile 2,4% geholt und wegen der fehlenden 5%-Hürde gleich 2 Abgeordnete nach Brüssel geschickt. Nico Semsrott ist später aber aus der Partei ausgetreten. Er war mit Sonneborns Kritikfähigkeit nach einem Joke, der ein rassistisches Klischee bedient, nicht sonderlich happy. Aber auch bei der Partei zeigt sich, sobald man Verantwortung trägt, lässt sich ein konsequent satirischer Kurs nicht mehr durchhalten. Sonneborn hatte zum Beispiel eigentlich angekündigt, im Parlament immer abwechselnd mit Ja und Nein zu stimmen. Wenn es aber knappe Abstimmungen gibt, bei denen es wirklich auf einzelne Stimmen ankommt, dann stimmt er ganz bewusst ab. Sowohl Sonneborn als auch Nico Semsrott haben als Parteiabgeordnete außerdem immer wieder mit satirischen Mitteln ernste Themen angesprochen, wie zum Beispiel Korruption. Ich habe auch schon einen Vorschlag, wie das aussehen könnte. Das hier wäre der Ansatz. So. 2019 hat sich die Partei außerdem in einem überraschend ernsten Werbespot für Seenotrettung eingesetzt. Und auch in anderen europäischen Ländern gibt es Beispiele, wie mit satirischen Themen Wahlen gewonnen werden, dann aber doch Verantwortung übernommen werden muss, sobald es um etwas geht. Manchmal sogar um eine ganze Hauptstadt. Der isländische Komiker und Künstler Jón Gnarr ist 2010 mit einem satirischen Wahlkampf sogar Bürgermeister von Reykjavik geworden. Im Amt hat er dann größtenteils ernsthafte Politik gemacht. Reykjavik ist unter seiner Führung sogar quasi schuldenfrei geworden. Spannend ist, auch er kommt ursprünglich aus der Punk-Szene und damit schließt sich wieder der Kreis zu Dominik Vlasny und seiner Bierpartei. Also nochmal zurück zu Vlasny aka Marco Pogo. Wie sieht das hier aus? Wird die Bierpartei wirklich bald eine relevante Kraft in Österreich? Sogar auf Bundesebene? Klar ist, der 3. Platz und die mehr als 337.000 Stimmen bei der Wahl zum Bundespräsidenten haben für viel Aufsehen gesorgt. Hier hat Vlasny aber auch einiges in die Karten gespielt. Die Bierpartei hat bei der Bundespräsidentschaftswahl einfach die Gunst der Stunde genutzt, um wirklich national bekannt zu werden. Denn da der Amtsinhaber Alexander Van der Bellen wieder angetreten ist, haben alle Parlamentsparteien mit Ausnahme der FPÖ auf einen eigenen Kandidaten oder Kandidatin verzichtet. Das war natürlich die große Chance für alle Außenseiter und Dominik Vlasny hat sie mit einem auch im Internet gut vorgetragenen Wahlkampf am besten genutzt. Im Nationalratswahlkampf, also deren Bundestagswahlkampf, gäbe es durch Parteien wie die sozialdemokratische SPÖ oder die konservative ÖVP also viel mehr Konkurrenz. Außerdem ist der Organisationsaufwand deutlich größer. Im Idealfall hat die Partei nämlich nicht nur eine Bundeskandidatenliste, sondern auch eine für jedes Bundesland. Da gibt es in Österreich nämlich auch ganze 9 Stück von. Und bisher gibt es noch keine sicheren Anzeichen, dass die Bierpartei überhaupt nächstes Jahr antritt. Das wird sich alles weisen. Sie hätte aber allen Grund anzutreten. Im Juni hat die Bierpartei in der
Sonntagsfrage vom Boulevardblatt heute 12% erreicht. Aktuelle Umfragen sehen sie deutlich niedriger, aber auch bei denen würde die Bierpartei ins Parlament einziehen. Dazu muss man sagen, solche Sonntagsfragen ein Jahr vor der Wahl zeigen zwar einen aktuellen Trend, sind aber mit Vorsicht zu genießen. Aber sagen wir mal, die Bierpartei tritt an und schafft es in den Nationalrat. Kann sie da überhaupt was bewirken? Von Angeboten der anderen Parteien hält Vlasny grundsätzlich schon mal wenig. Ich werde die Möglichkeit gleich nutzen, um es den anderen Parteien auszurichten. Sie brauchen es gar nicht probieren. Es mag ja sein, dass Dominik Vlasny und die Bierpartei standhaft bleiben und jegliche formale Koalition ausschließen. Nur irgendwann gibt es Abstimmungen, sei es in einem Gemeinde-, Landes- oder Bundesparlament. Und da ist man für oder gegen einen sachthemenbezogenen Gesetzesvorschlag und beeinflusst damit natürlich auch Mehrheiten. Und wenn es am Ende auch nicht das Parlament wird, bei einer anderen Wahl stehen die Chancen für die Bierpartei deutlich besser. Wahrscheinlich spannender wird die Frage, tritt die Bierpartei bei der nächsten Wiener Gemeinderats- und Landtagswahl an? Das ist immerhin die Bundeshauptstadt, dort hat aber die Bierpartei ihre Wurzeln und dort ist der Gemeinderatseinzug nicht unrealistisch. Fazit, der ehemalige Parteipolitiker Nico Semsrott hat gesagt, wenn Politiker nur noch Satire machen, müssen wir Satiriker wohl Politik machen. Und offensichtlich kommt das gut an. Mit Satire können Parteien für Aufsehen sorgen und Sympathien sammeln. Authentische Typen mit lustigen Sprüchen, oft auf Kosten von normalen Parteien, so lässt sich gut Opposition machen. Wenn man sich aber immer nur über die Politik und das System lustig macht, dann ist das destruktiv. Das kann man so lange machen, bis man wirklich erfolgreich wird. Dann heißt es oft, wer wirklich etwas verändern möchte und nicht nur auf etwas aufmerksam machen will, kommt irgendwann um etwas Ernsthaftigkeit nicht herum. Offensichtlich bemüht sich die Bierpartei immer mehr um diese Ernsthaftigkeit. Das sieht man an ihrer Arbeit in den Wiener Bezirksräten und auch auf Twitter. X. Hier bezieht die Partei zum Beispiel Stellung zum Nahostkonflikt oder zum Kindergartenstreik in Wien. Inhaltlich muss dann aber auch irgendwann ein richtiges Programm mit klaren Positionen folgen, an dem man die Partei messen kann. Bis das da ist, bleibt die Bierpartei eine lokal agierende Kleinpartei und auf Bundesebene ein Sammelbecken für Protestwähler. Hier bietet sie sich als Ausdruck für Unzufriedene an, die eher links stehen und sich nicht vorstellen können, eine rechtspopulistische Partei zu wählen und könnte auch den einen oder anderen Nichtwähler für sich gewinnen. Es ist ziemlich beachtlich, wie viele Fans die Bierpartei mittlerweile hinter sich versammeln kann. Ob es dann am Ende wirklich relevante Wahlerfolge geben wird, das wird sich noch zeigen. Bis dahin, Prost! Was meint ihr? Könnt ihr euch vorstellen, eine Satirepartei zu wählen? Oder ist es für euch eine weggeworfene Stimme? Schreibt es mal in die Kommentare. Unser Abo-Button gibt euch jede Woche einen aus. Direkt hier klicken. Hier haben wir gecheckt, wie viel Macht die Tabaklobby hat. Und bei Atlas geht es darum, wie absurd eigentlich Tschetschenien ist.